Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Perfect Green. Heute haben wir 37 Grad und da ist es viel zu warm für Rasenpflege. Deswegen bringen wir heute ein Update von meinem Schwiegervater und vom Alex. Viel Spaß! Heute ist der 18. Juni und uns trifft eine spanische Hitzewelle. Wir haben heute 37 Grad, das ist echt abartig. Deswegen machen wir, wie gesagt, nur ein kleines Update. Und mir ist noch eingefallen, wir haben hier Anfang diesen Jahres mal gezeigt, dass hier mein Rasen relativ schlecht aussah, dass ich auch Probleme habe in meinem Rasen und ich auch hier nachgesät habe. Jetzt dürft ihr mal sehen, was das Ganze natürlich bringt, wenn man richtige Pflege hat. Also der Rasen sieht wirklich wieder richtig gut aus. Es ist mal hier, mal da noch etwas lückig. Ich habe erst vor diese Fläche fast 4 Wochen, habe ich erifiziert und gesandet. Und ihr seht, es ist wirklich richtig gut. Hier, dieser Bereich ist etwas höher, da habe ich nicht geschnitten. Aber da sieht er richtig klasse aus. Genauso wie am Spielturm bin ich gerade richtig zufrieden. Im Schaukelbereich gibt es eigentlich gar nichts dran auszusetzen. Dürfte auch mal herspicken. Sieht eigentlich auch richtig gut aus. Hier direkt runter und der ist wirklich schön dicht. Da gibt es wirklich gar nichts dran auszusetzen. Alles gut. Und wenn ihr euch fragt, warum die Schaukeln immer hier oben hängen, das hat was mit meiner Bewässerung zu tun, denn sonst wird die Fläche nicht gleichmäßig bewässert, beziehungsweise in der Nestschaukel läuft das Wasser immer zusammen und dann habe ich da drunter immer so eine riesen Pfütze und drumherum ist alles trocken. Aber jetzt hätte ich einfach gesagt, wir laufen rüber zum Alex und schauen einfach mal dem seinen Rasen an. Da haben wir vor ziemlich, ich sag mal 9 Monaten, fast 9 Monate ist es her, als wir da ja eine neue Rasentragschicht eingebracht haben und da hat er jetzt auch genügend Erfahrung gesammelt. Er hat jetzt auch eine Hunter Hydra Weiß und. Und da schauen wir uns das Ganze einfach mal an, ob dem sein Rasen nach 9 Monaten schon so gut aussieht wie meiner hier. Ich bin momentan sehr zufrieden. Wie gesagt, 3 bis 4 Wochen ist es her, als ich erifiziert habe. Und ich würde sagen, ist soweit für Mitte Juni richtig gut. Schreibt es in die Kommentare, wie sieht euer Rasen gerade aus, vor allem bei dieser Hitzewelle. Jetzt gehen wir zum Alex. So, schauen wir hier mal. Da muss ich echt sagen, ich bin jedes Mal, wenn ich hier rüber komme, ich komme ja nicht so oft rüber, Alex sitzt mehr bei mir, der trinkt mehr mein Radler als ich seins. Und jedes Mal, wenn ich hier rüber komme, so alle 1, 2 Wochen nicht, so alle 2, 3 Wochen, sieht der Rasen immer geil aus. Muss ich echt sagen, ist wahnsinnig gut. Er steht auch richtig schön saftig da. Und er nutzt den Professional Pflegeplan. High-End ist ihm etwas zu anstrengend, aber den Professional und wie gesagt für 9 Monate. Der Rasen ist erst 9 Monate. Er hat jetzt erst seinen ersten Frühjahr-Push hinter sich und da muss ich echt sagen, er sieht richtig gut aus. Er hat natürlich mal hier, mal da Pipi-Flecken vom Hund. Er hat 2 Hunde und ihr seht es ja auch hier überall. Alles ist braun, die machen natürlich überall hin. Das versuche ich ja meiner Mali beizubringen, dass sie immer runter geht auf die Wiese und nicht in meinen Rasen macht, denn sonst würde mein Rasen auch bald so aussehen. Und wenn auch ihr einen Hund habt und er da rein uriniert, das ist einfach so, dann bekommt ihr braune Flecken, haben wir auch schon erklärt, warum. Es ist einfach Harnstoff, Harnstoff ist ein Dünger, da ist das Gras überdüngt. Am besten dann einfach eine Gießkanne Wasser drüber leeren, genau an dieser Stelle, wo der Hund drauf gemacht hat. Wenn ihr das nicht macht, vor allem jetzt bei dieser Hitze, bei hohen Temperaturen, verbrennt das Gras ruckzuck. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. Wie erwähnt, für 9 Monate. Und wir sagen ja auch immer, Gras braucht mindestens 2 Jahre, bis es sich voll entwickelt hat. Und für 9 Monate sieht er echt gut aus, selbst am Hang. Er hat ja hier einen extremen Hang drin und er sieht einfach nur schön gleichmäßig und dicht aus, trotz der extrem sandigen Rasentragschicht. Ja, die extrem sandige Rasentragschicht hat natürlich Vorteile. Vorteil ganz klar, es kommt sehr viel Luft rein in den Boden. Luft ist sehr wichtig für das Gras, für die Graswurzeln, hat aber mega Nachteile. Thema Bewässerung und Thema Dünger. Wir haben schon bemerkt, beziehungsweise Alex hat bemerkt, dass er deutlich häufiger wässern muss
allerdings dann nicht so lange und so, dass das Gras auch wieder gut im Saft steht. Dann hat er hier, Thema Bewässerung, hat er auch einen Fehler gemacht. Er hat ja, wir haben es ja schon oft gesagt, den Fehler habe ja ich auch. Wir haben die Fläche, Schatten und Sonnenbereich nicht getrennt. Und das hat auch er hier nicht gemacht. Und das war ein Riesenfehler. Er hätte diese Fläche hier separat ansteuern müssen mit einem separaten Wasserkreis. Und diese Fläche, die ist eigentlich Halbschatten bis ganz schattig. Da muss ich sagen, da hätte er wirklich auch separat ansteuern sollen. Und das hat er nicht gemacht. Und aus dem Grund hat er diese Fläche auch nochmals neu angelegt. Er hat einen Bodenaustausch gemacht. Er hat auch wieder sehr sandigen Boden draufgeschüttet, um einfach hier, wenn diese Kreise sich überschneiden, also wenn dieser Kreis an ist, ist auch ein Teil von diesem Kreis an. Und hier war es dann immer deutlich zu matschig, vor allem auch im Schattenbereich. Und deswegen hat er hier jetzt auch nochmal neu angelegt. Und es keimt schon sehr gut. Das war jetzt im Frühjahr, sieht echt gut aus. Da ist auch der gleiche Samen drin, der Eurogreen Rasana Super mit 3% Supina, so wie auf der anderen Fläche auch. Und es wird bei richtiger Pflege nach sehr kurzer Zeit, so circa 2 Jahre, eine Haupt-Supina-Fläche werden. Ja, von dem her, wie gesagt, es schaut ganz gut aus. Ich bin soweit auch zufrieden. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr habt, ob ihr sandigen Boden habt, lehmigen, oder habt ihr vielleicht die gleiche Erfahrung, ihr habt vielleicht beides, Sand und Lehm. Was könnt ihr da berichten, auch was Thema Dünger und Wasser angeht? Das ist immer ein sehr, sehr großes Thema. Apropos Wasser, Dünger, da habe ich jetzt noch eine kleine Überraschung für euch. Wir gehen jetzt zu meinem Schwiegervater und schauen diese Fläche an, die wir vor circa 2 Jahren, war es, glaube ich, neu gemacht haben, wie diese aussieht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, haltet euch fest und setzt euch hin. Viele glauben, dass der Rasen bei meinem Schwiegervater nahezu perfekt ist, denn er hatte ja wirklich einen richtig guten Start. Und jetzt zeige ich euch mal die Wahrheit, was passiert, wenn man den Rasen nicht so intensiv pflegt. Ja, ihr seht's, wie gesagt, spanische Hitzewelle. Er ist großteils vertrocknet, aber das liegt nicht am mangelnden Wasser. Es liegt auch nicht am Dünger etc., sondern es liegt daran, er hat überwiegend alles, was jetzt braun ist überwiegend die Poa trivialis oder die Poa annua, die jetzt bei den Extremtemperaturen kaputt geht. Und ihr seht ja, es ist wirklich übel. Der ganze Rasen ist befallen von Ungräsern, von Annua, von Trivialis. Das ist echt übel. Und so kann es passieren, wenn man wirklich ansät, alles ist gut, aber die Pflege einfach etwas vernachlässigt, ein paar Dinge nicht beachtet, wie einfach unregelmäßig Dünger aufgeben, unregelmäßig wässern, ja, und vor allem auch nicht lange genug wässern. Ich glaube, er wässert künstlich, ich glaube so gut wie gar nicht. Und das ist einfach ein Problem. Rasen, vor allem den Rasen, den wir wollen, der braucht Wasser. Er muss sich gegen Poa annua, gegen Trivialis wehren können. Und das kann er einfach so in dem Ausmaß nicht. Dann muss man auch sagen, es wurde unregelmäßig gedüngt. Es wurde frei Schnauze gedüngt. Es wurde nicht einmal dieses Jahr gelüftet. Es wurde einfach gar nichts gemacht, bis auf Mähen. Und also gar nichts ist jetzt untertrieben oder übertrieben. Es ist einfach nur mangelnde Pflege im Vergleich zu dieser Pflege, die jetzt Alex betreibt oder ich betreibe. Und da muss man auch ganz klar sagen, Rasen braucht Zeit und Rasen ist die pflegeintensivste Pflanze im ganzen Garten. Das ist einfach so. Und jetzt könnt ihr vielleicht auch mal annähernd die Vorstellung haben, was ich, was Alex oder was andere YouTuber Zeit in ihren Rasen investieren, damit dieser nahezu perfekt ist. Und auch wir haben alle Probleme, es gibt keinen perfekten Rasen. Und wie gesagt, es braucht einfach mega viel Arbeit und mega viel Zeit. Ja, das berüchtigte Ungras, das Trivialis, da haben wir ja mal ein separates Video gebracht. Das ist wirklich ein Teufelszeug. Wir blenden es oben ein, dann könnt ihr da alles über Trivialis nachschauen und auch über die Annua. Ja, was macht mein Schwiegervater jetzt? Er hat jetzt 2 Optionen. Eigentlich hat er 3 Optionen. Option 1, einfach so lassen. Einfach Thema Rasenpflege lassen, keine Zeit mehr investieren, dann sieht er halt so aus, wie er aussieht. Option Nummer 2,
alles neu machen, abschälen, neue Rasenerde rein, alles neu machen. Option 3, versuchen, den Rasen zu retten. Genau das habt auch ihr. Ihr habt genau die gleichen Optionen. Wenn ihr versucht, den Rasen zu retten, dann ist eigentlich jetzt die ideale Zeit. Also wirklich kurz nach einer Hitzewelle, kurz bevor es wieder angenehme Temperaturen gibt. Ich sage jetzt mal ganz grob so Mitte August, Ende August solltet ihr spätestens dann anfangen, den Rasen richtig scharf zu vertikutieren, lüften und richtig stressen, richtig kaputt machen. Dann eine schnell keimende Nachsaat verwenden, viel Lolium perenne verwenden, damit möglichst viel aufgeht, aber nicht ausschließlich Lolium perenne. Ihr braucht auch ein Gras, das sich wehren kann gegen die Trivialis, gegen Annua. Das ist sehr gut die Poa pratensis oder Poa supina, je nachdem, was für eine Mischung ihr jetzt aktuell auch schon drin habt. Und dann einfach viel bewässern, dass alles gut bestmöglichst keimt. Und die Annua-Samen, die jetzt im Boden sind, die keimen natürlich dann auch, aber dann einfach hoffen, dass diese gute Grasart und Grassaat, die ihr wollt, dass die dann einfach schneller ist und vor allem dann auch in Zukunft richtig pflegen mit selten Wasser und dafür richtig viel und vor allem auch dementsprechend gleichmäßig und gut den Dünger ausbringen. Pflegeplan kennt ihr ja bestimmt schon, haben wir ja auch. Ja, wie gesagt, die Optionen gibt es, aber ihr habt es vielleicht gesehen, Unkraut ist hier gar kein Thema mehr. Das Unkraut verschwindet von alleine, wenn man regelmäßig mäht. Von dem her, und wenn, dann kann man auch was dagegen tun. Unkraut ist wirklich sehr einfach zu bekämpfen. Da haben wir viel größere Probleme mit den Ungräsern. Ja, jetzt habt ihr auch mal die Wahrheit gesehen bei meinem Schwiegervater. Er sieht, ich finde ihn echt übel, aber ich denke, er kriegt ihn auch wieder in den Griff mit der richtigen Pflege. Und da muss ich echt sagen, bin ich so gottverdammt froh, dass ich mit Poa trivialis und Poa annua nahezu keine Probleme mehr habe. Die Annua war dieses Jahr bei mir auch stark verbreitet. Das war, glaube ich, dieses ganze Jahr 2022, so wie ich mich mitbekommen habe von YouTube, Facebook, Instagram. Ich glaube, ganz viele hatten damit Probleme, auch ich hatte Probleme, aber ich muss ehrlich sagen, mal hier, mal da ist sie noch da, aber man sieht sie nicht durch die Poa supina und genau aus dem Grund finde ich dieses Gras richtig geil. Und bei meinem Schwiegervater haben wir übrigens keine Poa supina angewendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Fragen sind, Anregungen sind, wie immer unten in die Kommentare. Bis dann, ciao.